Herzlich willkommen zu diesem Video. Endlich konnte ich meine Mini-PV-Anlage oder wie sagt man, Guerilla-Anlage oder Balkonkraftwerk-Anlage aufbauen und habe natürlich schon so ein paar Erfahrungswerte. Ich möchte jetzt mit euch in diesem Video einmal so ein bisschen wirklich durchgehen, wie ich überhaupt dahin gekommen bin, was ihr beachten müsst. Ich habe hier auch zwei Sachen noch neben mir liegen, die ich euch zeigen kann, wie man dazu kommt, um so etwas aufzubauen in einer Grafana-Umgebung und so weiter. Und natürlich einfach meine Erfahrungen, die ich jetzt einfach gesammelt habe mit diesem ganzen System, überhaupt einfach mal an euch weitergebe. Dazu kommen wir jetzt gleich, dauert eine Minute. Ich möchte euch zumindest einmal zeigen, worüber reden wir überhaupt. Also, das ist meine Anlage. Ich habe eine ganz normale Westseite, also im Endeffekt gar nicht so gut. Ich habe sogar vielleicht ein bisschen West-West-Nord-Seite, also im Endeffekt gar nicht so dolle. Worüber reden wir hier? Das sind zwei Platten. Worüber reden wir hier? Das sind ganz normal zwei Platten, 410 Watt, glaube ich, pro Platte im Endeffekt. Ihr seht, das Ganze ist gerade 3 Tage her. Ihr seht noch so ein bisschen, weil wir so ein bisschen, wie heißt es, an der Holzlatte wegschrauben mussten, wegen den Dachhaken etc. Sieht ihr sogar noch so ein bisschen den Staub oben auf dem Dach, aber das sind halt eben die zwei Platten neben meinen beiden Dachfenstern ganz normal montiert. Hier seht ihr auch noch, ich habe direkt so einen kleinen Antennenhalter dran gepackt für eine Kurzwellenantenne, aber das kommt irgendwann mal. Egal, die zwei Platten sind ganz normal drauf. Ich zeige euch jetzt gleich auch das Foto. Die Kabel sind unter den Platten durchgeführt. Die ganzen Dachhaken, ich habe mir alles in Edelstahl auch unten drunter gebastelt, damit man halt eben, ja, das Ganze eben wirklich, ja, vernünftig da hat und es auch Ganze nicht klappert. Ich gucke mal, ob ich zoomen kann. Dann kann ich euch direkt mal was zeigen, was wir auch direkt als Improvement müssen. Ach, man sieht das nicht. Ich muss die Kamera ausschalten. Eine Sekunde. Ihr müsst mal hier unten rechts schauen. Da ist jetzt der Dachhaken, der kommt unter der Dachpfanne natürlich her. Der ist ganz normal am Dach montiert. Und dann seht ihr, hier ist auch so eine Gummiplatte haben wir unten drunter noch gelegt, damit, falls das Ganze dann doch mal wirklich in Schwingungen kommt oder etc., einfach nicht am Dach rappelt oder sonst was. Das sind so ganz normale, typische aus dem Baumarkt, so ganz dünne, so 5 Millimeter in etwa, 5 Millimeter dicke Gummimatten drunter, damit das Ganze halt eben nicht in Schwingungen kommt und irgendwie am Dach rappelt oder sowas. Ich kann die Bilder auch weitergehen, da seht ihr das jetzt nochmal, da sieht man auch diese Gummimatte nochmal so ein bisschen besser. Das haben wir überall unten drunter gebracht und das war's. Und ihr seht, es ist ein ganz normales Aluminium, wie sagt man, so ein Konstruktionsaluminium, die gibt es auch noch mit 4 Seiten, die gibt es, glaube ich, sogar noch in abgerundeten Ecken und so weiter, ja, keine Ahnung. Auch ganz wichtig, zur Montage auf dem Dach, da seht ihr, das sind diese Solarmodul- Haken oder sonst was, ey, da, ganz ehrlich, bis man sich das alles angeguckt hat und verstanden hat, ne, oh, welche Größe und so weiter. Denn diese Haken müssen halt eben genau die Höhe haben von der Höhe von euren Solarmodulen. Also in meinem Falle jetzt, ich glaube, das sind Ja Solar, ist glaube ich der Hersteller oder sowas, sind die halt 30 Millimeter, also 3 Zentimeter hoch. Und dann braucht man auch diese Solarmodul-Dinger. Und ich kann euch sagen, erstmal denkt man sich, ach du Scheiße, wie soll das alles halten? Aber wenn man das Ganze versteht, wie sich das verkeilt, wenn man wirklich die Schrauben anzieht mit diesen Solarmodulhaken, dann hat man auch wirklich, wir haben es bei der Montage gehabt, alleine so einen Haken, alleine so ein Haken, hat das Modul gefühlt ohne Probleme schon gehalten und wir haben davon halt eben jetzt 4, ne, pro Modul und ey, das hält wirklich bombenfest, obwohl man sich echt nicht vorstellt und die Auflagefläche weniger ist als so ein Finger von so Solarmodulhaken, ey, das hält echt super. So, nächste Bild ist einfach mal von unten drunter, da seht ihr das ganz normal Luft runter und da hängen halt ganz normal die Kabel aus dem Solarmodul und hier sieht man jetzt auch nochmal, die Steckverbinder sind ganz normal hier unten drunter, also die sind ganz normal geschützt. Ihr seht jetzt gerade, die Sonne schießt gerade so ein bisschen drunter, beziehungsweise sie kommt ganz schräg von oben. Das heißt, ich habe das Foto heute Morgen gemacht und da war wirklich von Süd kam schräg die Sonne gerade quer übers Dach. Das heißt, ich hatte eine Einstrahlung von ungefähr 90 Grad auf die Platten. Also nicht 90 Grad so, sondern 90 Grad oder 180 Grad von so. Das heißt, das Foto ist heute Morgen ganz normal entstanden. Genau, und unter einer der Platten gehen halt eben die ganzen Kabel dann in den Innenraum und da haben wir das. Und dazu komme ich jetzt nochmal für die Leute, die wirklich was basteln wollen und wirklich, wirklich richtig messen wollen, was geht durch die Anlage durch. Ich sag's vorher und ich sag's nur einmal in diesem Video. Ich bin kein Elektroinstallateur. Alles, was ich euch jetzt über Elektro in diesem Video noch sage und zeigen möchte oder sonst was, ey, legt's bitte nicht auf die Goldwaage. Ne? Ich mache einfach immer so, wie ich mache und ich mache halt, wie man macht. Aber wir kommen gleich noch zu so ein bisschen rechtlich und tralala. Was habe ich also dazwischen geklemmt? Ich habe dazwischen ein Shelly 1 PM, heißt das Ding, geklemmt. Das ist ganz normal, hier ist die Stromleitung, die ganz normal von meinem Stromkasten hier kommt hier im Endeffekt an, wird jetzt, ich sage es jetzt euch nicht genauer, kommen wir nachher zu, geht durch den Shelly durch und dann hier sozusagen zu der Solaranlage. Denn der Shelly misst jetzt sozusagen auch wirklich genau watttechnisch, wie viel geht da durch und zählt auch ganz normal mit. Das macht natürlich so ein Wechselrichter auch, das ist der hier, macht so ein Wechselrichter auch, da seht ihr auch unten rechts, ich meine Kamera wieder im Weg.
ist ganz normal auch ein blaues Licht an, das blinkt. Wenn es langsam blinkt, dann produziert man wenig Strom. Wenn es schnell blinkt, blink, 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 blau im Endeffekt. So ist das zumindest bei meinem Wechselrichter. Das ist ein großer 600 Watt Boss-Werk-Wechselrichter mit 2 Module. Ihr seht ja, links, rechts kommen die 2 Module ran, ganz normal. Ne? Und gibt auch eine rote LED und dann gibt halt irgendwelche Störungen an, Netzspannung nicht da und so weiter. Ansonsten ignoriert einfach das Chaos, was da liegt. Ich muss natürlich das alles für Fotos und für Videos und so erstmal noch liegen haben. Deswegen liegt auch aktuell das Ding noch so da auf dem Boden und kommt jetzt dann ernst mal in die Dose rein und versteckt sich dann auch einfach hier in so einem Kriechtunnel bei mir und fertig. Ganz wichtig, diese Dinger werden immer ganz warm oder halt handwarm. Es kommt immer darauf an, wie viel da durchgepustet wird. Ihr wollt ja sowas immer live sehen und echt. Ich habe nämlich für euch noch einen da. Das hier ist so ein Bosswerk, ganz ehrlich, keine Werbung für Bosswerk hier oder sowas, ne? Das hier ist so ein Bosswerk 300er. Der hat hier nur, wo haben wir es da? Noch 2 Anschlüsse. Das sind diese ganz normalen Solarmodulanschlüsse hier für den Gleichstrom, der hier ankommt. Und hier ist immer ein langes Kabel bei mit diesem komischen, wie heißt der? MC14 Schutzstecker oder sonst was. Und hier hinten ist noch eine ganz normale weitere Peitsche dran. Ne, das ist so ein... Jetzt verschlucke ich mich gerade. Das ist hier ganz normal zum Erweitern, wenn man den zweiten Wechselrichter dranhängt. Dann habt ihr so ein Ding zumindest mal gesehen. Ich kann euch sagen, die Dinger sind wirklich massiv. Das Ding wiegt bestimmt, 3 Kilo, würde ich jetzt mal schätzen. 3 Kilo. Das ist richtig, das ist nicht irgendein Scheiß. Das ist wirklich richtig volle Pulle massiv. Und da kam ich jetzt gerade zu, weswegen ich das hier ja bei mir auf dem Bild intern eingebaut habe. In der Regel kann man auch sagen, die kann man hinter die Solarplatten schrauben und so weiter. Aber Temperatur macht bei Solar auch ein bisschen was aus, gerade an den Paneelen. Und ich habe einfach gesagt, fürs Wartungsarme ist es besser, wenn es halt eben drin ist. Deswegen, wenn ihr überlegt, euch so eine Anlage zu machen, seht halt vielleicht zu, wenn ihr einen Ansprechpartner habt, ne? Vielleicht, dass ihr diese Solarkabel hier, das sind ja hier die 2 Käbelchen, die zu den Modulen gehen und hier auf der anderen Seite auch, dass ihr vielleicht auch selber zuseht. Kommt auf euren Konstrukt an. Wenn ihr das Dach macht, so wie bei mir, lieber rein. Habt das auf der Garage, vielleicht kriegt das noch in die Garage rein, dass ihr euch vielleicht diese Gleichstromkabel, das sind ja auch wetterfeste, was weiß ich was, ich bin kein Elektriker, Solarstrom, wetterfeste, was weiß ich was, Gleichstromkabel, dass ihr die vielleicht ein bisschen länger bekommt. Meine hier in dem Falle sind jetzt einfach 5 Meter lang. Die werden halt hier durchgeführt. Ihr seht da hinten ist noch eine Plane. Das ist so eine Art Dampfsperrfolie, die aber auch nicht richtig zugemacht ist, nur mit nicht mit Sickerflex ist. Ach, ist doch egal. Wir sind hier nicht im Dachplanvideo. Auf jeden Fall seht zu, dass ihr vielleicht die Kabel länger bekommt. Dann könnt ihr vielleicht den Wechselrichter bei euch in eine trockene Umgebung bringen oder sowas. Aber die Dinger sind, glaube ich, sowieso mindestens IP67 oder sowas geschützt. Deswegen kein Problem. Ich glaube, da habe ich noch ein Foto zur Verkabelung. Das findet ihr auch bei mir auf der Webseite von dem Shelly 1 PM. Wie man den halt eben anschließt, will ich euch jetzt gar nicht weiter erklären. Wo wir jetzt gleich aber noch zu kommen, ist natürlich hier von wegen Anschluss bei euch ganz normal an eurem Stromnetz. Und wie gesagt, ohne Gewähr, was ihr da beachten müsst. Aber glaubt mir, ich habe mich jetzt Stunden damit beschäftigt, das Ganze halt eben jetzt durchzukauen. So, jetzt kommen wir einmal zum interessanten Part. Was habe ich hier überhaupt gebaut, bevor wir jetzt gleich dann so langsam zu dem langweiligen Part kommt? Bevor ich das mache, ich wollte euch unbedingt mal was zeigen, weil das ist einfach ganz wichtig, damit ihr auch versteht, man braucht nicht unbedingt hier, so wie ich das habe, so eine riesengroße Dachmontage, ne, wie wir es hier jetzt gerade eben schon hatten. Wo ist das Video? Hier, man braucht das nicht unbedingt so. Ihr könnt das auch bei euch auf dem Balkon, bei euch im Garten. Ihr habt vielleicht eine Garage, wo ihr es dürft. Ich weiß, ihr müsst bei Mehrparteien, so wie hier, ihr seht es ist ein Mehrparteienhaus, nachfragen, dürft ihr das, Versicherung und tralala. So viele Sachen, aber ich möchte euch ja trotzdem einfach zeigen, was man halt eben machen könnte. Und viele Wege führen halt eben nach oben. Hier das zum Beispiel, ich finde, das ist ein idealer Ort. Ne, man kann einfach, das stört keinen im Endeffekt. Ne? Es ist, ganz ehrlich, ich sag's jetzt nochmal, wer heutzutage im Jahr 2022, und wir reden von irgendeiner Energiekrise, will ich jetzt nicht sagen oder sowas, wer heutzutage, wie hat Karl Lagerfeld das noch gesagt? Wer heutzutage noch darüber redet, eine optische, unschöne Veränderung des Gebäudes von außen oder sonst was, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ey, ganz ehrlich, lasst uns doch einfach mal alle ein paar Kröten sparen und lasst uns doch alle mal vielleicht was tun. Ich bin keiner, der einen grünen Daumen hat. Aber wenn ich dieses Argument höre, diese Optik von außen sieht dann aber nicht mehr gleich aus und so weiter.
Ja, das zählt vielleicht für vereinzelte Sachen oder Gebäude. Aber ganz ehrlich, wir reden darüber, dass Strom unendlich teuer wird, in manchen Gegenden so teuer, ne, dass man sich ja gar nicht mehr vorstellen kann. Da bringt so ein System verdammt verfickt viel. Ne, deswegen, bitte lasst uns nicht mehr über diese Optik oder sonst was reden. Wenn es um Sicherheit geht, bin ich bei euch. So ein Ding darf nicht runterpurzeln oder sonst was. Alles für die Sicherheit, keine Frage. Aber Optik lassen wir einfach mal im Raum stehen. Gut, was haben wir hier noch gehabt? Ich habe hier noch ein Bildchen. Einfach nur, wenn man irgendwie noch eine Wiese übrig hat. Das ist hier sogar irgendwie so eine Schrägwiese. Egal, es gibt für alles eine Montage. Scheißegal. Ihr braucht nachher eh nur ein Kabel, was ihr wegführt. Und wenn ihr hier ein unterirdisches Kabel legt, was man gibt auch so Außenkabel für Strom, ist doch scheißegal. Legt da halt irgendwie 10 Meter bis zur nächsten Dose oder bis zur nächsten Verteilerkasten, wie auch immer. Legt ihr halt so ein unterirdisches Kabel, ist doch gar kein Problem. Kann man alles machen. Ne, oder hier ganz normal jetzt für eure ja, Garagenmontage oder sowas. Und es gibt einfache Ständerwerke, die kosten auch aus Edelstahl, die kosten so ein Hunderter oder sowas, 80 habe ich auch schon gesehen. Und dann könnt ihr die wirklich ideal aufstellen. Ne? Und für die ganz großen Profis habe ich jetzt kein Bild, aber für die ganz großen Profis, da kommen wir gleich zu, gibt es sogar welche, die sich mitdrehen mit Motor- und Rotorsteuerung und so weiter. So, jetzt will ich euch gar nicht weiter langweilen. Jetzt guckt mal auf die Uhr. Na, seht ihr gar nicht, bei mir ist jetzt gerade 11 Uhr. Ich habe gesagt, ich habe schlechte Lage. Ja, ich habe Westseite, aber gar nicht so schlimm. Ihr seht jetzt hier unten am Graphen, das ist jetzt wirklich gerade live. Ihr seht jetzt auch gerade wirklich live, das hier ist gerade eben mein Verbrauch am Zähler. Das heißt, mein PC läuft. Mein PC nimmt gerade auf, dabei geht die CPU nach oben. Ich habe erhöhten Stromverbrauch. Hier vorne um 9 Uhr, seht ihr, ging mein PC an. Die Spitzen, die ihr hier seht, ich habe einen Durchlauferhitzer. Ich habe einen Durchlauferhitzer und das sind die Spitzen, die ganz normal an meinem Stromzähler anlegen. Und das hier, das ist wirklich gerade das, was die zwei Platten, die ihr gerade gesehen habt, jetzt gerade aktuell erzeugen. Und das kommt natürlich aus diesem Shelly raus, den ich euch gezeigt habe. Und alles andere ist halt eben einfach, ja, ganz normal gerechnet und dann einfach hier so ein bisschen dargestellt. Und wie gesagt, das ist jetzt heute. Und die Solarmodule, ihr seht es hier unten, ich gehe mal näher ran. Klack, na, da kann man es gar nicht so gut erkennen, fangen jetzt gerade eben erst so langsam an zu arbeiten, wegen meiner schlechten Lage sozusagen, die ich habe. Lasst uns nochmal hier reingehen auf Today. Da habt ihr das aber trotzdem, ich habe heute im Endeffekt schon, nur um hier oben, um es mal einfach zu sagen, das ist ja immer dieses Portemonnaie-Denken, heute 5 Cent gemacht, obwohl die Anlage jetzt gerade erst anfängt, ganz normal zu arbeiten. Und ich habe heute noch nicht mehr gemacht als 150 Wattstunden. Also, sagen wir mal so, einen PC würdet ihr betreiben vielleicht eine halbe Stunde? Ist egal. Ist alles Milchmädchenrechnerei. Wie viel wichtiger ist ja noch, ich habe heute schon, also die ganze Nacht, das hier zum Beispiel, diese Ecke, die ihr hier seht, da ist ein Kühlschrank. Das ist ein ganz normaler Kühlschrank, der irgendwann heute Nacht um 1:30 Uhr meinte, er geht an und er geht dann irgendwie um kurz nach 3 irgendwie wieder aus. Das ist ein ganz normaler Kühlschrank. Das ist eine ganz normale Spitze von so einem Kühlschrank. Genauso wie das hier, da blieb er aber länger an. Ne, das ist eine ganz normale Kühlschrankspitze, was man hier sieht. Und das ist halt Interessante daran, dass man das Ganze sich einfach hier ja, gut übersichtlich einfach mal reinziehen kann. Ne? Gucken wir uns mal den Tag einfach mal gestern an. So, ganz wichtig, ich hatte gestern so ein paar Probleme, weil ich hier rumfummel an dem ganzen Thema. Aber hier kann man einfach mal schön erkennen, wie dieses Solarmodul ab 11 Uhr anfängt in so einem Bogen zu arbeiten. Das ist ein typisches Bild für Solar, wenn man das Ganze in Grafana anzeigt. Wie das über den Tag hinweg so das ganze System arbeitet. Und ihr seht bei mir natürlich bis spät, weil ich Westseite habe. Und Westseite, die wirklich im Sommermonaten wirklich noch angestrahlt wird, seht ihr wirklich, dass ich wirklich bis 20, 21 Uhr noch richtig rumdöse. Was sieht man denn überhaupt? Also wir haben hier so ein paar Löcher im Endeffekt, so ein paar Löcher. Dreimal dürft ihr raten, was sind denn diese, also gelb ist Solar, ne? Gelb ist das Solarmodul. Was sind denn diese Löcher? Wolken. Gestern war so richtig mit so dicke Quellwolkentag. Da sieht man wirklich, wenn da so eine Quellwolke weggeht, dann geht es innerhalb von 0, nix wieder hier hoch. Zack. Auf 552 Watt, wenn nicht sogar mehr, 560 Watt Leistung, die ich gar nicht verbrauchen kann im Endeffekt, geht es hier hoch und dann kommt wieder so eine dicke Quellwolke und dann stürzt es natürlich wieder ab. Merkt ihr hier zu Hause im Endeffekt gar nichts. Doch trotzdem, gestern war eigentlich ein ganz guter Tag. Und wenn man sich jetzt einfach mal die Werte anguckt, habe ich gestern 1,08 € gespart. Bei mir ist es 34 Cent bezahle ich für eine Kilowattstunde. Und ich habe gestern produziert 3,1 Kilowatt für den ganzen Tag. Das ist okay. Für Solarmodule, die wirklich pro Stunde 600 könnten. Und ihr seht ja den Tagesverlauf, sind 3,18 Kilowatt okay. Jetzt gehen wir mal davon aus, nur rein rechnerisch, was völlig falsch ist. Spielt keine Rolle. Was völlig falsch ist. Sagen wir mal, wir hätten jeden Tag im Jahr so einen Tag.
Ne? Also 3 Kilowatt, also ungefähr 1 Euro. Das ist die Rechnung jetzt relativ einfach. 1 Euro. Das heißt, wir hätten jeden Tag hätten wir 365 Euro, was wir im Jahr machen. Wir haben Winter, wir haben schlechte Tage, wir haben Regentage, wir haben Nebeltage, keine Ahnung was. Also kann man das im Lebtag nicht so rechnen und ich will eigentlich auch mit euch gar nichts rechnen, denn viel wichtiger ist noch diese Rechnerei. Ne? Der eine rechnet seine PV-Anlage, ist dann und wann fertig. Diese Mini-PV-Anlagen sind dann und wann fertig. Das will ich euch auch gar nicht erzählen. Was ich euch lieber erzählen will ist, nehmt noch einfach mal die Anlage. Also meine hat jetzt gekostet so 800 Euro plus Montage. Da reden wir gar nicht drüber, weil das ist Geld, das wollt ihr gar nicht wissen, für so ein Schrägdach wie bei mir mit Dachdecker, der muss da drauf und Materialien bis zu einem ganz höheren Preis. Lasst euch von den Webseiten, wo drin steht, was diese Anlagen kosten, nicht verarschen. Jetzt fällt ja alles bei mir runter. Wenn ihr das rechnet, was euch noch Material kostet fürs Ständerwerk, wenn ihr so ein Schrägdach habt wie ich, wo ein Dachdecker drauf muss, ich gehe nicht raus. Ich mache ja viel, aber ich gehe nicht aufs Dach. Müsst ihr den Dachdecker mitrechnen. Also dieses Amortisieren, Rechnerei, kann man sich schön rechnen, kann man sich nicht schön rechnen. Ich rechne anders. Ich habe das Geld jetzt einfach hier gehabt. Ich habe das Geld jetzt einfach investiert und ich freue mich meines Lebenstags auf diese Oberfläche hier drauf gucken zu können, um einfach zu sagen können, bäm, ich habe heute 3 Kilowatt irgendwie zumindest mit der Solaranlage gewonnen. Und jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Problem, bevor ich zu dem ganz langweiligen Park übergebe. Hier das hier und das hier und das hier. Da komme ich gleich zu. Ich habe nämlich noch ein ganz, ganz kleines Problem, wie ihr nämlich seht. Seht ihr müsst mal genau auf den Graphen gucken. Wenn ich hier eine Überproduktion habe, lasst mich mal hier reingehen. Das ist jetzt wirklich die Mittagszeit. Ihr seht hier 15 Uhr oder sonst was. Habe ich ein folgendes Problem. Meine Anlage macht hier wirklich 500 irgendwas Watt und so weiter und so weiter. Und mein Stromzähler gibt mir leider Positivwerte aus. Ich habe dafür irgendwo ein Beispiel gehabt hier. Das ist leider Gottes echt ein Problem und deswegen muss ich noch mit meinem Netzbetreiber reden, dass ich einen 2-Wege-Stromzähler oder sonst was bekomme. Folgendes Szenario. Ich habe jetzt 300 Watt Verbrauch. Und das steht auch auf meinem Stromzähler drauf, ganz normal. Mein Stromzähler, das Bild hatte ich euch eben mal gezeigt gehabt. Mein Stromzähler sieht wirklich genau so aus. Das ist hier mein Stromzähler. Ihr müsst da rechts oben gucken. Das hier ist mein Stromzähler. Und ich kann auf meinem Stromzähler ganz normal sehen, wie viel Watt ich verbrauche. Ganz wichtig. Und wo war ich jetzt gerade? Wo war ich jetzt gerade? Hier. Ist das folgendermaßen das Problem. Wenn ich jetzt hier hochgehe auf 500 Watt, zeigt mir mein Stromzähler, weil ich wie sagt man, einen Einweg-Stromzähler habe, der kann zwar einspeisen, aber der zeigt mir halt eben nur das an, was ich beziehe. Dann zeigt mein Stromzähler mir eine positive Zahl an. Wenn ich zum Beispiel meine Anlage 500 Watt mache und ich verbrauche nur 300, zeigt mir meine Anlage 200 Watt an und nicht minus 200 Watt an. Und das ist natürlich zum Auslesen im Endeffekt und dann zum Auswerten hier auf so einer Grafana-Oberfläche grundsätzlich schlecht. Ich hätte natürlich am liebsten, dass dieser Wert hier, den ich beziehe von meiner Anlage, ins Minus hier runter wandert. Das Ganze kann ich aber noch nicht machen, weil ich halt eben so ein Einwegegerät irgendwie habe. Und da kommen wir jetzt im Endeffekt dahin rüber. Das ist hier dieses Gerät und es gibt halt eben irgendwelche Einwegegeräte und es gibt halt eben auch Zweiwegegeräte. Ihr braucht nur dieses Einwegegerät hier, dieses Einwegegerät braucht ihr eigentlich nur, wenn ihr nur solche Spielereien machen wollt, hier wie ich hier mit diesem Grafana-Dashboard und geile Auswertung und so weiter. Dann braucht man leider Gottes so ein Gerät, was halt eben in 2 Wege kann und dann bekommt man auch entsprechende Werte von Gewinneinspeisung und so weiter ganz normal für sich, ganz normal geliefert. So, jetzt habe ich euch echt viel mit den geilen Scheiß so ein bisschen gezeigt gehabt, hier mit der Grafana-Oberfläche und so weiter. Lasst uns mal noch abschließen, bevor ich jetzt natürlich auf den langweiligen Teil übergehe. Einfach mal auf Today reingucken, das hatten wir gerade schon gehabt. Wie gesagt, der Tag schreitet fort. Ich habe nur die Rollern runter, deswegen ist es dunkel. Es wird heute wahrscheinlich ein guter Tag werden. Wir haben jetzt schon 105 Watt anliegen, die Glotze läuft, der Kühlschrank läuft, mein PC läuft und so weiter. Deswegen vermute ich mal, heute wird es ein guter Tag werden. Ihr seht hier, wir sind schon bei 162 Watt angekommen und wenn jetzt gleich so ab 12 fängt wirklich an, die Anlage zu ballern, wird es wahrscheinlich super, super interessant. So, aber kommen wir jetzt zu dem Thema, du willst auch so ein Ding machen. Du willst auch so ein Ding bei dir aufbauen. Ich habe dir hier die verschiedenen Sachen irgendwie gezeigt und so weiter oder Dachmontage. Woran musst du alles denken? Und da gab es echt eine coole Seite. Ich will jetzt keine Werbung machen, ist auch egal. Die haben auf jeden Fall hier so ein cooles Dokument gehabt, was Stand Januar 2020 ist oder sonst was. Und ich will dir auch nicht über irgendwelche Förderungsscheiße irgendwas erklären, sondern ich will so ein bisschen technisch bleiben. Woran musst du denken, wenn du so eine Anlage bei dir irgendwie betreiben willst? Bla bla bla. Dieses ganze rechtliche Bla 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 lassen wir sowieso alles mal weg. Völliger langweiliger Bullshit-Scheiß.
Ne, lasst euch einfach mal nichts erzählen, immer Lobbyismus ist stark, kotzt mich sowieso an wie die Pest. Lasst uns einfach mal zu dem interessanten Ding gehen. Also hier steht nämlich generelle, erstmal vielen lieben Dank, dass einer sich so eine Mühe gemacht hat. Generelle Überlegungen zu dem Wechselrichter habe ich euch eben schon erzählt gehabt. Ne, hier steht ziemlich viel drin, diesen Link bekommt ihr natürlich. Diesen Link bekommt ihr natürlich ganz normal von mir und hier steht auch das drin. Montiert das nicht auf Holz, montiert das auf einer Rehgipsplatte, montiert das vielleicht nicht besser draußen als unter den Solarmodulen. Es ist eh abhängig von euch. Diese Module hier, die Wechselrichter, sind dafür ausgelegt, dass man die draußen montiert. Die sind ultra robust und ihr bekommt sowieso auf die Module, auf die Wechselrichter mittlerweile 20 Jahre Garantie oder sonst weiter. Die funktionieren und wenn so ein Panel nach 8 Jahren nur noch 80% Leistung oder sonst was abgibt, ihr bekommt neue. Da sind Garantien drauf des Todes. Glaubt mir, ihr müsst euch dann halt eben nur bemüht sein, die Dinger da wieder runter zu poolen und im Endeffekt halt eben zu sagen, ey, da stimmt was nicht, Kollege. Egal. Also, Montage des Wechselrichters ist für jeden individuell. Macht euch nicht in die Hose. Die Dinger könnt ihr auch ganz normal am Gestell hinter dem Modul platzieren. Ich würde immer sagen, seht zu, dass das Modul einfach trocken bleibt. Ne? Wir müssen es nicht überstrapazieren. Fertig. Ist einfach so meine generelle Sache. So, Leitungsquerschnitt im Endeffekt. Ja, es steht überall mit diesem Leitungsquerschnitt das Kabel. Ich rede jetzt vom Stromkabel, nicht von den Solarmodulkabeln. Ich weiß gar nicht, ob das hier steht. Mit 10 Meter wählen, also nicht mehr als 10 Meter, bla bla bla. Hier haben wir es. Die Wechselstromleitung. Bis zu 30 Meter, in Ausnahmefällen 50 Meter. Hier haben wir es. 1,5 Quadratmillimeter. 1,5 Quadrat, sagt man ja. Sagt der Elektrotechniker? Elektroinstallateur? Egal. Das sind diese typischen normalen Stromleitungen. Im Endeffekt reichen dafür vollkommen aus. Ihr müsst also nichts Besonderes haben. Ihr könnt ganz normal die Leitung nehmen, die bei euch im Gebäude verlegt ist und so weiter und so weiter. Das Einzige, was ihr natürlich machen müsst, ich zeige es euch nochmal, so bekommt ihr die Teile ganz normal geliefert. Und das ist das Teil, was ihr im Endeffekt hier, ja, bei euch irgendwie anschließen müsst. Ist aber kein Problem, wo ist es? Moment. Ihr bekommt nämlich sozusagen den passenden Stecker natürlich dazu, der kommt hier drauf, der wird einfach hier drauf gesteckt und hier habt ihr ganz normal das Anschlussteil, was auch wasserdicht ist und so weiter, wo einfach das Kabel reinkommt. So, und jetzt macht euch nicht in die Hose, ihr bekommt nur das geliefert. Das heißt, euch fehlt im Endeffekt das Kabel zum Anschließen irgendwo hin. Ich glaube, die sagen alle immer steckerfertig, die sind aber gar nicht steckerfertig. So, jetzt zeige ich euch die Variante, die offiziell, glaube ich, nicht gewollt ist, nicht gemocht ist oder sonst was. Ich zeige es euch trotzdem. Ich habe mir einfach ein Kabel genommen, habe es hier oben abgemacht und habe es hier einfach reingestopft. Ne? Einfach hier rein und habe es angeschlossen. Einfach nur, um die Anlage mal zu testen. Das ist ja auch 1,5 Quadrat. Keine Sorge. Sollte man wirklich nicht tun im etwa, aber ich sag mal so rum, die werben damit. Steckdosen, Balkonkraftwerk, die werben damit. Also macht es. Es spricht nichts dagegen, das zu tun in etwa. Meines Erachtens nach spricht nichts dagegen. Für mich im Endeffekt war es einfach gut und interessant. Ich schmeiß hier alles weg, ist alles laut. Das Ganze halt eben so einzurichten, wie ihr es eben auf den Bildern gesehen habt, dass ich halt eben eine Direktverkabelung habe. So war das für mich im Endeffekt okay. Meine Vago-Klemmen sind auch nicht mehr die schönsten sozusagen, aber das ist alles ganz normal konform. Kommt bei mir hier einfach in die Dose rein und dann ist gut. Ne, das ist einfach vollkommen in Ordnung. Aber was es auch gibt, es gibt auch ganz normal für diese komischen Stecker hier, ne, gibt sogar irgendwelche Dosen, es gibt sogar Unterputzdosen und ach, ganz ehrlich, ich will euch natürlich nicht sagen, schraubt die Dinger selber dran, wenn ihr keine Ahnung von Strom habt, lasst die Finger da weg. Ne? Wie gesagt, hier ist von meiner Seite keine Elektroinstallationsberatung. Vergisst es sofort. Egal. Auf jeden Fall könnt ihr ganz normal anschließen bei euch ans Stromnetz. Ihr habt eh ein Limit von 600 Watt. Das ist auch immer das, was so gesagt wird. Das ist aber 600 Watt ist für dich Blöden, für mich Blöden da draußen. Immer nur dieses... Zur Sicherheit sagen wir offiziell nicht mehr als 600 Watt, weil der Blöde da draußen, du, ich, schließen halt mehrere Anlagen an so ein Kabel an und dann ja, sprengt man halt eben das Ganze mit seiner Sicherung und so weiter. Und hier gehen die auch, glaube ich, nochmal von aus. Absicherung hier, bla bla bla, mit einem Querschnitt von 1,5 mit einer Sicherung von 16 Ampere. Also die Sicherung, die ich normal in unseren Stromkasten drin habe, völlig normale Sicherung, die jeder von uns hat, das sind diese 16 Ampere Sicherung. Du brauchst also nichts Besonderes und so weiter. Jetzt kommen wieder die ganz normalen Elektrotechniker, da steht jetzt hier weiter drin, bla bla bla, durch irgendwelche Rechnungen und bla bla bla, muss man halt eben oder sollte man immer so eine 13 Ampere Sicherung nehmen, weil dann löst der früher aus und so weiter. Ich glaube hier diese 600 Watt Anlagen, die machen so
2,7 Ampere oder sowas in der Richtung, in der Spitzen, egal. Darüber gehen wir ganz komplett weg. Das ist dieses von wegen Einspeiseleitung, nicht Einspeiseleitung, völlig langweilig, interessiert uns erstmal nicht. Hier kommt das Ganze nochmal mit von wegen Anschluss an das Hausstromnetz, habe ich euch gerade schon vorweggenommen. Fest verdrahteter Anschluss, ja, das sieht so aus. Das ist meine Art und Weise, das fest zu verdrahten im Endeffekt und den Shelly einfach dazwischen zu klappen. Wird hier ganz normal empfohlen. Und dann gibt es auch noch diesen steckbaren Anschluss hier. Ihr habt das Kabel gerade gesehen mit diesem komischen, ja, was weiß ich, wie der heißt, NC irgendwas. Wie heißt der? Steht das da irgendwo drin? Wie auch immer, Stecker, der ist halt wirklich ultra krass. Ne, der ist wirklich auch hinten mit so einem Dreher dran, damit wirklich kein Wasser reinkommen kann. Aber ich habe euch ja schon 10-mal gesagt, packt dieses Ding einfach in den trockenen Raum oder seht zu, dass das Ding einfach nicht nass wird. Ist einfach eine Empfehlung von mir. Ne, ansonsten sind die alle nach, was weiß ich, was, die Norm schieß mich tot, Bundesland Deutschland, sind die irgendwie, ja, vorgesehen und so weiter. Völlig Latte. Ich will euch einfach nur sagen, hört nicht auf mein flapsiges Reden, ich will euch nur sagen, baut so eine verfickte Anlage auf. Es lohnt sich. Ganz einfach. So, Ertragsüberwachung, ja, haben wir ja gerade gesehen gehabt, mache ich so, er aktualisiert gerade, mal gucken. Oh, jetzt gerade nur 89 Watt, aber wie gesagt, es kommt ja erst, ne, es kommt ja erst. So, was haben wir noch? Ertragsüberwachung in den Geräten hier, zum Beispiel in diesem Bosswerkteil, ne? Da ist ganz normal, ihr seht hier das rote hier, ne, das rote hier. Ach, komm, ich mache das Bild nochmal für euch groß. Das rote hier kann man irgendwie abmachen. Da seht ihr schon, da ist ein ganz normaler SMA-Anschluss dran für eine WLAN-Antenne, die liegt noch im Karton. Da ist ganz normal WLAN drin in den Teil. Ne, das heißt, ihr braucht die Dinger aber echt nur anschließen und wenn die Teile dann Saft haben, könnt ihr die mit einer ganz normalen Handy-App ganz normal auch überwachen und die liest auch mit und die zeigt euch an, wie viel Watt und die zeigt auch an, wenn ihr eingibt, was euer Strompreis ist bei euch, zeigt die euch auch an, wie viel Ertrag ihr erwirtschaftet habt und so weiter und so weiter. Ne? So, die Anmeldung, das ist auch immer so eine kleine Sache. Ja, scheinbar müsst ihr eure PV-Anlagen ganz normal anmelden und das müsst ihr machen beim Marktstammdatenregister. Keine Sorge, ist nichts Kompliziertes, habe ich jetzt auch gemacht gehabt, habe ich aber auch nur gemacht gehabt jetzt, weil ich ja auch diesen Zwei-Wege-Richter-Wechsel-Ding-Stromzähler bei mir haben will und scheinbar gucken die dann wohl doch mal drauf, ob man die angemeldet hat. Glaubt mir, dieses Anmelden ist nichts Kompliziertes. Mit den Werten, die ihr sowieso hier auf dem Karton stehen habt, kriegt ihr das ganz normal hin. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich hier gemacht habe. Ihr seht schon, man gibt dem Ding einfach einen Namen und man gibt einfach so diese Standardwerte an. Ne? In meinem Falle jetzt, ihr seht, hier, da wohne ich, bitteschön, steht sowieso in meinem Impressum drin. Gibt man das ganze Zeug im Endeffekt an. Man kann sogar ein bisschen die Anlage angeben. Also in meinem Falle hier, ich mache es mal ein bisschen größer. Anzahl der Module, Bruttoleistung ist 0,82. Ich habe ja gesagt, ein Modul hat von mir 410 Watt und mein Wechselrichter, den ich da oben habe, den ihr gesehen habt, kann eh nicht mehr als 0,6 kW, also 600 Watt Ausgangsleistung. Mehr kann der halt eben nicht. Ansonsten, auch das hier alles, ich glaube, mit diesem Einheitentyp und Solar, das muss man, glaube ich, gar nicht alles angeben. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht, um euch das auch zu zeigen. Und da seht ihr jetzt hier Ausrichtung West. Neigungswinkel vom Dach bei mir sind 35 Grad, also hier, ich konnte nur auswählen 20 bis 40 Grad und ihr seht auch hier oben noch im Zustand oder der Status ist wohl irgendwie in Prüfung. Keine Ahnung, was die da prüfen wollen. Die schicken mit Sicherheit keinen hier vorbei, der sich das Ganze überprüft. So, wo war ich stehen geblieben? Also wir waren jetzt gerade eben mit diesem ganzen Anschluss dran, das war es eigentlich. Also wir haben uns darum gekümmert, wie baue ich die Teile auf? Wir haben ja alle möglichen Möglichkeiten, ne? Ich habe keine Ahnung, wie baue ich das Ganze auf? Diese ganz normalen Solarmodulleitungen habe ich euch auch gesagt, je nachdem, wie ihr euch überlegt, wohin mit den Dingern, wohin mit dem Wechselrichter im Endeffekt. Denkt einfach vorher drüber nach mit der ganzen Verkabelung, wie lang, wie, wo müssen welche Kabel sein und so weiter. Ich habe es euch ja hier bei mir gezeigt gehabt, ganz normal. In meinem Falle gehen die Module ja von hier aus unters Dach und kommen dann ja irgendwo hier, kommen die bei mir hier auf der rechten Seite, kommen die bei mir hier raus. Also ich habe für mich 5 Meter gehabt. Denkt einfach vorher nach. Sprecht mit irgendeinem, dass ihr euch diese Solarkabel halt eben Länge im Endeffekt direkt halt eben irgendwie in der richtigen Länge organisiert. Ist einfach so. Bei so einer Normalbestellung weiß ich einfach nicht, woher die Dinger kommen. Ich zeige euch gleich einfach, wo man auch bestellen könnte. Um Gottes Willen, dazu verliere ich aber gleich noch ein paar Worte. So, dann haben wir auch, wir haben die Module. Welche Solarpanel, ne? Ey, ganz ehrlich, der Markt ist riesig. Die tun sich gefühlt alles nichts. Ich glaube, das Standard ist diese monokristallinen oder sowas. Die sind für Deutschland genau richtig. Es gibt noch andere kristalline, keine Ahnung. Die Standard einfachen, die braucht er halt. Keine Ahnung, bin kein Experte, wie auch immer. So, wir haben die Panel geklärt, wir haben die Kabel geklärt, die Wechselrichter, ey, ganz ehrlich,
nehmt das, was ihr kriegen könnt. Im Jahr 2022, wo jetzt gerade hier mit Ukraine-Krieg und Energiekrise und tralala und was nicht alle, nehmt das, was ihr kriegen könnt, ganz ehrlich. Nehmt das, was ihr kriegen könnt, solange da irgendwie, was weiß ich, was CE-Zeichen oder sonst was drauf ist. Nehmt das, was ihr kriegen könntet, glaubt mir. Ganz einfach, ist einfach so. So, wir haben den Stromanschluss geklärt, wir haben geklärt, wie wir das mit dem Stecker machen, wie wir den Stecker anschließen, haben wir auch alles geklärt. Was wir noch nicht geklärt haben ist das ertragsrechnerisch irgendwie das Richtige? Doch, habe ich schon mal irgendwie, glaube ich, eben drüber geredet, so ganz grob. Ich habe jetzt für mich gesagt, ich will das gar nicht rechnen. Ich habe den Tausender hier liegen gehabt, um es mal einfacher zu sagen. Und ich freue mich jetzt meines Lebens, dass ich jeden Monat 15 bis 25 Euro vielleicht auf meiner Stromrechnung weniger habe. Das werde ich erst sehen, wenn ich hier mit euch ein hat sich meine Solaranlage gelohnt Review im Endeffekt mache. Und wenn ich jetzt nochmal auf den Tag Yesterday gehe, gestern, wie gesagt, war ein guter Tag und ich kann es jetzt noch nicht genau rechnen, weil ich kann keine Einspeiseleitung haben, würde ich sagen, ja, ich spare jetzt schon 25, also hier oben rechts sieht man ja Solar 33%, aber ich hatte ja auch teilweise eine Überproduktion. Ich würde sagen, ein Viertel könnte ich mir aktuell in den Sommermonaten, wenn nicht sogar mehr, könnte ich mir sogar sparen. Und jetzt komme ich zu einem ganz, ganz großen Thema, was ich jetzt noch versuche zu machen, alleine um es euch irgendwie zu sagen. Und das ist das große Thema. Lohnt sich das und kann man mit so einer Mini-PV-Anlage auch wirklich offiziell einspeisen mit diesem Typen, ich verdiene dadurch ja Geld, ich habe dadurch eine Einnahme mit Steuern und tralala. Ganz ehrlich, ich werde jetzt in den kommenden Tagen mit meinem Betreiber telefonieren und euch da draußen auf dem Laufenden halten, ob das geht. Ob ich mir vielleicht eine zweite Mini-PV-Anlage, ich habe ja nicht umsonst hier schon so ein zweites Gerät rumliegen, ob man da vielleicht, ob sich das lohnt oder nicht lohnt, da kommen wir gerade mal zu. Ich will nicht darüber reden mit so einer riesen Anlage, mit einem riesen Speicher. Das kann ich ja sowieso bei mir nicht realisieren. Vielleicht ist natürlich für Eigenheimbesitzer interessant, aber lasst uns einfach mal bei diesen kleinen Anlagen bleiben und wir reden einfach gnadenlos darüber. Naja, lohnt sich das? Kann man da vielleicht was mitmachen? Gestern würde ich sagen, um es mal rein zu betrachten, ich hatte wirklich mittags eine Überproduktion, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ich hätte gestern vielleicht 20 Cent gemacht, 25 Cent, weil ich teilweise eine Überproduktion hatte. Keine Ahnung. Werde ich sehen. Ich werde für euch einfach mal ein bisschen recherchieren und einfach mal ein bisschen rumtelefonieren und dann sehen wir einfach, was ist. So, mein kleines Resümee ist dabei ganz klar. Ich habe dieses Video gemacht, um euch einfach zu zeigen, bitte macht's. Bitte macht's einfach. Habt keine Scheu, wenn ihr die Möglichkeiten habt. Vergrault euch nicht mit euren Nachbarn und so weiter. Klärt das ab, ob ihr so eine Anlage aufbauen dürft. Klärt das ab, ob ihr eine auf eurem Balkon aufbauen müsst. Ihr kennt meine Meinung. Meine Meinung ist ganz klar. Ja. Optik zählt im Jahr 2022 nicht mehr, zählt auch schon davor nicht mehr, denn diese Anlagen funktionieren wirklich gut. Man muss kein Elektrotechniker oder sonst was sein. Wirklich, die Kabel sind fertig, die kommen mit Stecker zu euch nach Hause. Ihr braucht die Stecker nur reinstecken, ihr müsst nichts verdrahten. Das Einzige, was ihr wirklich verdrahten müsst, ist halt eben hier dieser MC-Irgendwas-Stecker. Es gibt immer einen im Freundeskreis, der macht euch das eben. Wirklich, das sind 3 Äderchen. Glaubt mir, das sind 3 Äderchen. So, macht das einfach. Das ist mein Resümee aus dem Ganzen. Und ihr seht, es läuft jetzt hier einen verfickten Tag bei mir. Einen verfickten Tag und es rein rechnerisch lohnt sich das schon. Alleine schon, ich gehe mir jetzt gleich eine Kugel Eis holen für meinen 1 Euro, den ich vielleicht irgendwie heute produziert habe. Vielleicht kriege ich auch nur eine halbe Kugel Eis, aber das reicht mir vollkommen aus. Und das ist auch mein Resümee von dem Ganzen. Mir war es das Geld einfach wert. Ich rechne auch gar nicht nachher so wirklich hoch. Ich werde trotzdem ein Video machen, was das Ganze so bringt, keine Frage. Aber ich für mich persönlich selber rechne gar nicht, ob sich das lohnt und wann sich das amortisiert. Will ich gar nicht machen. Ich habe es auch gerechnet, keine Frage. Ich sage es euch einfach bei mir vielleicht so nach 4 Jahren, 5 Jahren. Wenn ich Dachdecker und Montagematerial dazu rechne, 8 Jahre, 9 Jahre oder sowas. Aber egal, die Dinger, mein Gerät ist hier, glaube ich, auf meine Paneele haben, glaube ich, 40 Jahre. Mein Wechselrechner, glaube ich, 25 Jahre. Egal. Ich labe euch hier nur voll. Bitte lasst ein Abo da. Viel wichtiger noch für den Kanal, wie auch immer. Und wir sehen uns, wenn wir das nächste Mal heißen. Ich gebe euch mal ein Feedback, wenn wir das Ganze hier einfach mal 1, 2, 3, 4, 5 Wochen irgendwie gelaufen ist. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.